Hallo meine Freunde, hola Madridistas. In einem Spiel, in dem es um absolut nichts mehr ging, und das haben uns die Protagonisten auch spüren lassen, gewinnt Real Madrid 2:0 gegen Sevilla und entgeht damit einer riesigen Blamage. Denn Real Madrid hat ab der 8. Minute gegen 10 Mann gespielt und ab der 47. gegen 9 Mann. Ja, und wir Madridistas sind uns über 2 Punkte einig. Punkt Nummer 1. Wir sind froh, wenn diese Horrorsaison endlich vorbei ist. Und Punkt Nummer 2. Wenn es für Real Madrid in dieser Liga noch um irgendetwas gegangen wäre, hätte der Schiedsrichter diese rote Karten nie gegeben. Naja, die Schiedsrichter verschönern etwas die Statistik. Ja, wie ihr hört, wir unterhalten uns heute kurz über das Spiel von gestern, denn eine große Erwähnung war dieses Spiel nicht wert. Aber dann unterhalten wir uns über 2 Verpflichtungen, die Real Madrid anscheinend noch vor der Club-WM tätigen möchte. Und einer ist eine Sensation aus Italien. Also, es wird auf jeden Fall ein interessantes Video. Viel Spaß dabei. Was für ein Zufall. Als Real Madrid mit 7 Punkten Tabellenerster war, konnte gegen Espanyol Barcelona der Gegner Real Madrid von hinten mit gestreckten Beinen in die Kniekehle springen und es gab eine gelbe Karte. Vinicius konnte geschubst werden, getreten werden. Gegen Osasuna nochmal genau das Gleiche. Es war alles egal. Der Schiedsrichter hat nicht mal mit den Karten gezuckt. Und jetzt, wo es um nichts mehr geht und auf einmal greifen die Schiedsrichter gegen Real Madrid durch. Und fangen wir erstmal mit den 2 Situationen an, die wohl das Interessanteste gestern am Nachmittag waren. Zunächst einmal die roten Karten von Sevilla. In der ersten, ein Kylian Mbappé läuft in die Tiefe, ein Balde hält ihn fest. Und meiner Meinung nach ist das sogar etwas zu hart für eine rote Karte gewesen. Weiß Gott, ob Kylian Mbappé diesen Ball überhaupt bekommen hätte. Ich meine, wenn du das Regelbuch knallhart definierst und in die Hand nimmst, liest du letzter Mann, er hält ihn fest, Verhinderung einer klaren Torchance, rot. Also, die rote Karte ist jetzt auch kein Skandal. Aber wo waren diese rigorosen roten Karten, als Real Madrid sie gebraucht hätte? Als Real Madrid letzte Woche gegen Celta Vigo Kylian Mbappé alleine aufs Tor gelaufen war. Wieso war es da nur gelb und heute, wo es um nichts mehr drauf ankam, wieso war es da rot? Oder die zweite rote Karte an Aurélien Tchouaméni, ich blende euch das ein. Das ist knallrot. Aber wieso gibt der Schiedsrichter jetzt rot und gegen Espanyol Barcelona, als der Gegenspieler versucht, die Karriere von Kylian Mbappé zu beenden, wieso gab es da kein Rot? Oder am ersten Spieltag, als Maffeo Vini Junior in die Wade tritt, wieso gab es da kein Rot? Und das sind die Punkte, die uns Madridistas immer wieder verzweifeln lassen oder die uns in den Sarkasmus abrutschen lassen. Die Schiedsrichter versuchen jetzt die Statistiken zu verfälschen, soweit es geht, damit in 5, 6, 7 Jahren irgendeiner die Statistik liest und sich denkt, ja, siehste, die Gegner von Real Madrid haben ja auch ab und zu mal eine rote Karte bekommen. Ja, wie dem auch sei. Abgesehen davon hat Real Madrid wohl das schwächste Spiel in dieser Saison abgeliefert. Die Mannschaft war lustlos, energielos. Für 10 Spieler ging es um nichts mehr. Der einzige Spieler, für den es noch um was ging, ist Kylian Mbappé. Der versucht, sich den goldenen Ball zu schnappen und dem fehlt im letzten Saisonspiel am Samstag zu Hause gegen Real Sociedad noch ein Tor. Und gleichzeitig hoffen, dass Mo Salah, der hat nämlich noch 2 Spiele, keine Tore mehr macht. Ja, und das hat man gestern in dem Spiel auch gesehen. Kylian Mbappé war der Einzige, der es immer und immer wieder versucht hat. Aber auch ehrlich gesagt immer wieder mit dem Kopf durch die Wand. Man hat ihm angesehen, er hat noch ein persönliches Ziel, aber die Mannschaft hatte ehrlich gesagt kein Ziel mehr. Ja, ich zeige euch die Aufstellung, die Carlo Ancelotti gewählt hat. Von den Namen her hatte er keine großen Alternativen.
Aber es war quasi egal, wen er da aufgestellt hat. Die Mannschaft hatte keine Lust. Man merkt auch, die Luft ist raus aus der Ära Carlo Ancelotti. Und ich bin froh, dass diese Ära nächste Woche Samstag endet. Wir alle werden ihm noch einmal applaudieren, uns bei ihm bedanken, aber diese Mannschaft braucht eine neue Blutinfusion. Diese Mannschaft braucht einen neuen Spirit. Das Spiel von gestern war, glaube ich, der traurige Höhepunkt einer wirklich verkorksten Saison. Ja, und das war es ehrlich gesagt auch schon, was es zum Spiel zu sagen gab. Die einzigen Spieler, die man noch ein bisschen retten kann, waren Vallejo, der hat für seine Verhältnisse okay dagegen gehalten. Ein Fran Garcia, ein Jacobo Ramon hat jedes Spiel einen Fehler drin, der dir locker mal die Meisterschaft kosten könnte. Also wenn der Junge nicht aufwacht, dann hat der auch keine Zukunft bei Real Madrid. Und der Spieler, den ich wirklich rausnehmen möchte, ist Aurélien Tchouaméni. Der gefällt mir in dieser Saison richtig gut und das ist einer der wenigen Spieler, über den ich das in dieser Saison sagen kann. Aber der Rest der Mannschaft viel zu wenig. Das zweite Spiel am Stück, was von Endrick auch wirklich schlecht war und dann auch noch gekrönt von einer Verletzung. Ich hoffe, dass Xabi Alonso diesem Jungen das neue Selbstvertrauen gibt, was er braucht, denn das kann sich ehrlich gesagt keiner mehr anschauen. Ja, wie dem auch sei, es gab auch diesmal keine Einzelbewertung. Wir haben den Stream gestern relativ beendet. Nach dieser Horrorshow trotzdem vielen Dank für über 400 Zuschauer teilweise bei diesem Horrorkick. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu positiveren Nachrichten, kommen wir mal zu etwas Erfrischenden. Und da hat sich Onda Cero gestern mit neuen Informationen gemeldet. Ja, und bevor ich zu viel verrate, hört es euch mal an. Ich werde verraten, wer der nächste Neuzugang sein wird. Ja, Real Madrid hat sich mit einem weiteren Spieler geeinigt. Mir wurde gesagt, dass das Ziel Nummer 1 oder auf das man setzen soll, guck mal, dieselbe Person, die mir letzten Sonntag davon erzählt hat, dass die große Wette von Real Madrid, und es stimmte, das wurde schon oft berichtet, aber es gibt bereits eine Einigung mit ihm, Álvaro Carreras ist. Ich hielt die ganze Angelegenheit für sehr kompliziert, denn natürlich habe ich meine Quelle gefragt, was mit Manchester United ist, die ein Rückkaufrecht für 18 Millionen haben, was alles ein wenig verworren machte. Mit wem verhandelt man da eigentlich? Mit Benfica, mit Manchester oder mit beiden gleichzeitig? Anscheinend gibt es in diesem Vertrag auch irgendeine Klausel, die es Benfica tatsächlich erlaubt, den Spieler zu transferieren. Das heißt, Real Madrid verhandelt jetzt, nachdem sie sich mit Álvaro Carreras auf einen 5-Jahres-Vertrag geeinigt haben, mit Benfica, nicht mit Manchester, nicht über dieses Rückkaufrecht, das Manchester hat, und versucht dann, diese 50 Millionen Euro Ablösesumme, die er bei Benfica hat, zu senken. Real Madrid verhandelt aktuell, nachdem die Einigung mit Álvaro Carreras erzielt wurde, nunmehr intensiv mit Benfica und die Verpflichtung dieses Spielers ist das vorrangige Ziel im Hinblick auf die Clubweltmeisterschaft. Dabei wird auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Ich glaube, wir haben letzten Sonntag schon darüber gesprochen, dass Nico Paz ist ebenfalls vom Real Madrid für diese Weltmeisterschaft zurückgeholt werden könnte. Aber grundsätzlich lautet die Information, dass Nico Paz tatsächlich vom Real Madrid für die kommende Saison zurückgeholt wird. Und man versucht, falls Xabi Alonso ihn für die Clubweltmeisterschaft als notwendig erachtet, könnte Nico Paz noch im Juli kommen, um das Team bei der Clubweltmeisterschaft zu verstärken. Ja, Álvaro Carreras hat sich mit Real Madrid bereits auf einen Vertrag geeinigt. Wie ich euch seit einigen Wochen sage, der linke Verteidiger von Benfica Lissabon ist der Auserwählte, um der linke Schienenspieler, Flügelspieler von Xabi Alonso zu werden. Und das passt auch ein bisschen dazu. Ein Fabrizio Romano hat heute Morgen noch gepostet, dass Liverpool mit Kerkesh sich relativ einig ist. Das war ja auch einer der Namen, bei dem Real Madrid im Gespräch war. Aber wie ihr selber gehört habt, Álvaro Carreras ist im Endeffekt der Auserwählte. Der Vertrag mit dem Spieler ist schon geklärt. Jetzt muss nur noch mit Benfica Lissabon verhandelt werden. Auch nicht mit Manchester United. Was das für eine Regelung ist, verstehe ich ehrlich gesagt
auch nicht, denn Manchester United, so wie ich das verstanden hatte, hatte ja eine Rückkaufsklausel von 15 Millionen Euro. Also warum holt Manchester United den nicht zurück und verkauft den selber an Madrid? Weiß Gott, vielleicht werden die irgendwie kompensiert von Benfica Lissabon. Ja, wie dem auch sei, Real Madrid und Benfica Lissabon müssen jetzt noch verhandeln und das Ziel von Real Madrid ist, dass Álvaro Carreras so schnell wie möglich kommt, damit er bei der Club-WM Real Madrid als linker Verteidiger helfen kann. Ja, und wie ihr gehört habt, neben einem Álvaro Carreras soll auch ein Nico Paz zurückgeholt werden. Viele von euch wissen das. Der Spieler kommt aus der Jugend von Real Madrid, ist nach Como zur Mannschaft von Cesc Fabregas ausgeliehen worden und hat die italienische Liga zerschossen. Er hat eine überragende Saison gespielt unter dem spanischen Trainer und der spanische Trainer selber, Cesc Fabregas, hat gesagt, wir würden einen Nico Paz nicht mal für 40, 50, 60 Millionen Euro verkaufen. Die einzige Mannschaft, die da eine Option hat, diesen Spieler zu bekommen, ist Real Madrid, weil Real Madrid, wie die das immer mit den Jugendspielern machen, diese Rückkaufsklausel im Vertrag hat. Du kriegst den Spieler, aber mir gehören immer noch 50% der Rechte und wenn ich den zurückkaufen möchte, im ersten Jahr kostet er mich 10 Millionen, im zweiten 11. Das, was Real Madrid die letzten Jahre mit den Ausleihspielern macht. Ja, und Nico Paz könnte von dieser Klausel profitieren, denn laut interner Quellen etc. pp. Ist Nico Paz verrückt danach, wieder zurück nach Real Madrid zu kommen. Ja, ihr habt es gehört, Onda Cero möchte, dass Nico Paz eventuell noch vor der Club-WM zurückkommt, damit er Xabi Alonso helfen kann und Real Madrid ein vernünftiges Turnier zu spielen. Ja, und diese Club-WM, ich habe mir mal die Mannschaften nochmal angeschaut, der Wettbewerb geht gefühlt so ein bisschen unter, weil den noch keiner kennt. Aber wenn man auf die Namen schaut, das wird ein Monster-Turnier. Die besten Mannschaften aus der ganzen Welt treffen zusammen und auch Mannschaften, die im Top-Form sind, die Champions League-Finalisten sind zum Beispiel beide dabei. Also dieses Turnier wird bei weitem kein Selbstläufer und ich hoffe, dass Xabi Alonso dieser Mannschaft neues Leben einhaucht, denn das Real Madrid, was wir gestern gesehen haben, war ein Real Madrid zum Vergessen. Wir alle wünschen uns, dass Xabi Alonso endlich wieder den Siegeswillen in diese Mannschaft einhaucht. Diese Mannschaft braucht einen neuen José Mourinho, der dieser Mannschaft damals Leben eingehaucht hat, nachdem sie 8 Jahre am Stück im Achtelfinale oder so rausgeflogen waren. Ja, ich hoffe, dass Xabi Alonso der Richtige ist. Ja, ich bin gespannt, was sagt ihr zu diesem Video? Was sagt ihr zu der Leistung unserer Mannschaft gestern? Und was sagt ihr zu den roten Karten? Bin ich natürlich auch mal extrem gespannt. Für mich waren die glasklar, zumindest die zweite. Die erste war meiner Meinung nach ein bisschen zu hart. Ja, und vor allem, was sagt ihr zu Álvaro Carreras und Nico Paz? Würdet ihr euch freuen, wenn sie bei Real Madrid unterschreiben? Oder denkt ihr, weiß ich nicht, ob das die richtige Wahl ist? Lasst das bitte in den Kommentaren. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, Follow, teilen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Ja, und wir sehen uns entweder morgen oder übermorgen wieder, denn wir haben gerade Besuch aus Deutschland und ich muss schauen, was meine Frau da für Pläne mit mir hat. Also, spätestens übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin.